Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in der Gruppo-Schlucht in Sardinien. Eine der tiefsten Schluchten Europas. Wenn ihr Lust habt, kommt mit. Wir starten erstmal mit einem Pro-Tipp. Da vorne ist großer Parkplatz, der kostet 6 €. Und wenn man einfach am Parkplatz vorbeifährt, dann gibt es hier überall auf dem Weg solche Einbuchtungen. Da kann man gut parken und kostet nichts. Ne? Erster Eindruck, schaut gut aus. Wow, schöner Fels. Und die ersten Kilometer sind hier, wie wir das gelesen haben, auf einfachem Wege zur Schlucht hin. Starten wir mal, schaut uns das an. Gruppo, 2 Stunden 10 und ja, ist nicht zu verfehlen der Weg. Schaut auf jeden Fall interessant aus hier. Dieser Halbschatten ist wirklich perfekt. Hier unten in dem Tal, da geht halt kein Lüftchen. Und wir haben jetzt schon nach der Saison. Deswegen ist ja auch so leer, aber selbst jetzt Mitte Oktober, oh, es ist ganz schön heiß hier unten. Hier steht die Luft. Zumindest die Wegbeschaffenheit ist auch sehr abwechslungsreich. Also ja richtig mystisch hier. Ich glaube, das kann man aber auch nur genießen, wenn hier wenig los ist. Ich glaube, im Sommer, wenn der Weg hier überfüllt ist, dann kommt diese geile Stimmung mit diesem Plätschern des Wassers da unten und so gar nicht so rüber. Herrlich schön. Hier gibt es unterwegs sogar Quellen zum Nachtanken, falls jemand unterwegs erst merkt, dass es hier heiß ist und er nichts zu trinken dabei hat. Super. Also wir haben schon gelesen, für die ganz Fußfaulen kann man hier auch mit dem Jeep herfahren. Also zumindest hier halbe Wegstrecke geht es zum Jeep-Transfer. Also manchmal wundert man sich schon über die Kommentare im Internet. Und zu dieser Tour hier gibt es natürlich unglaublich viele. So von wegen, oh, kaum Schatten, der Weg verläuft voll in der Sonne und man holt sich einen Hitzschlag. Also selten so einen schönen Weg, den der ab und zu mal Sonne, aber bisher großteils genau so ausschaut. Bergkamm sieht man auch schön die Straße, die hierher führt. Schon allein das macht echt irre Spaß, da oben entlang zu fahren. Vor allem, wenn man gefahren wird. Also, ich fand es total easy. Für die Rückfahrt habe ich mir einen Ichnusa mitgebracht. 4,5 Kilometer und wir sehen hier einen Einschnitt. Das scheint es zu sein. Es wird spannend. Also die schaut schon von der Ferne beeindruckend aus. Es geht los, ja. Oh, da unten hört man jetzt schon noch viele Stimmen und jetzt wird es hier ein bisschen anspruchsvoller. So. Hervorragend. Wow. Also für alle Fotografen hier Fischauge oder Superweitwinkel. Sonst ist hier nicht viel.
Deswegen habe ich noch meine kleine Insta dabei, weil die natürlich ein extrem weites Sichtfeld hat. Hallo. €10 in 1,005 per person. Wait there for the information. We'll start in 2 minutes and then you visit by yourself. Okay. Thank you. Thanks. Welcome to Gorroco. We are here. This is the entrance of the canyon and we are in the riverbed of Fluminedu River. And it marks the natural border between two Sardinian regions, Ogliastra and Barbagia. Supramonte is a karst system, so the water is always underground, but if it rains a lot, the river comes up on the resurgence and we can find the water outside, like in this picture. This is the same picture in different period of the year. Now it's completely dry. The canyon is 1.5 kilometers long and is divided into 3 parts of different colors. The green part is the easiest part that everybody can do, so everybody can see the best part of the canyon. Walking about 20 minutes, you can reach the most interesting part of Gorroco. It's the narrowest point, only 5 meters wide, under a 500 meters high wall. So this is the main characteristic of this canyon and it makes Gorroco unique in Europe. Where the green part finishes, starts the yellow part. It is possible to continue, but the level is a little more difficult, so it depends on you and of your physical conditions. While in the yellow part you have to climb up to the rocks, and you must be careful because they are very slippery. From the entrance till the end of the yellow part it takes 45-50 minutes walk. We ask you to stop there because the red part, this technical part, is only for experts and it needs some guide and climbing equipment. Don't jump on the rocks because it's very dangerous and I suggest you to keep free hands inside for your balance. So you can start the visit between these rocks following the first green arrow and then many green marks. Enjoy the canyon. Thank you. Thank you. You're welcome. Let's start. Nach 10 Metern schon so ein Blick. Ist gut. Das ist noch der leichte, der grüne Teil. Aber wie man sieht, hier alles bestens markiert. Hier. Krass, krass. Ich versuche es irgendwie einzufangen, aber es fällt schwer. Gigantisch. Wir erreichen den gelben Bereich. Das heißt jetzt über die Felsen klettern. Ups, nach nur 5 Minuten ist das Gelb schon vorbei. Es kommt rot. Da unten sagte sie eine Dreiviertelstunde. Wir sind hier keine 10 Minuten. Also am weitesten vor uns sind die 2 Schweizer, dann folgt Julia. Weil Schweizer ja natürlich einen Vorteil haben. Ne? Die kommen ja aus den Bergen. Und ich wieder muss hinterher. Super. So, wir machen näher Rast. Julia ist noch ein bisschen angefixt, weil sie da nicht hochkommt und viel zu glatt ist und ich stinkig geworden bin. Allerdings müssen wir ja noch zurück. Ne? Wir sind ja im roten Bereich. Also. Die hängt. So. Also hier ist der rote Punkt. Wir haben gerade ein paar Leute getroffen, die waren schon weiter oben. Die haben alle den Punkt nicht gesehen. Also der Orangenabschnitt sind vielleicht 50 Meter. Weniger, okay. Sehr klar.
Aber im Sommer lohnt sich auf jeden Fall, schaut euch das an. Also ich muss sagen, die Tour hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Wir haben natürlich im Vorfeld im Internet gelesen, wie der Zuweg zur Schlucht ist, und der Weg ist wirklich ein echt schöner Wanderweg. Abwechslungsreich. Sehr abwechslungsreich, macht richtig Spaß, schon allein mal ohne Schlucht. Und die Schlucht ist natürlich schon sehr, sehr beeindruckend. Man muss allerdings auch gestehen, es ist auch, also der Weg rein in die Schlucht ist schon sehr, sehr kurz. Und diese Zonenunterteilung, grün, orange, rot, dann nur mit Guide, ja, ich glaube, die ist mir so ein bisschen Alibi. Aber eine schöne Tour, sehr zu empfehlen. Ich glaube allerdings, dass das hier in der Hauptsaison ziemlich überfüllt sein kann. Also der Weg verliert dann natürlich an Charme, wenn hier so viel los ist. Ist auf jeden Fall super schön und in der Nebensaison auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und wir tun jetzt beim Rückweg nochmal auf der schönen Passstraße da oben anhalten und schauen uns die Schlucht von oben an. Man müsste da von oben von der Passstraße aus nämlich ein Stück reinschauen können. Also bis gleich noch. Und hier kommt nochmal ein Viewpoint. Da ist sie.